Servus Freunde, ich bin heute im Wald, es ist mein freier Tag vom Eisstadion, kann mich ein bisschen regenerieren und auch ein paar Pilze suchen. Und heute bei Marcel's Kitchen werde ich einen leckeren Nudelgericht damit machen. Oh, der sieht gut aus, eine schöne kleine Steinpilz. So, bevor wir loslegen mit dem Kochen, ein paar wichtige Hinweise für euch. Wenn du Schwammerl suchen gehst, bitte immer auf Nummer sicher gehen. Wenn du nicht weißt, was für ein Pilz es ist, lass es einfach lieber. Und zweitens, der Wald ist für jeden. Es gibt genügend Pilze für jeden. Nimm bitte einfach nur, was du brauchst. So, jetzt bin ich zu Hause, habe einiges sammeln können. Viele Rotfußröhrlinge heute, ein paar schöne Maronen und eine winzige kleine süße Steinpilz. Und was man natürlich zuerst machen muss, damit ich weiß, wie viele Pilze ich eigentlich verwenden kann, ist alles schön sauber machen. Den Futter hier, die Röhre, ich nenne es Schaumstoff, wegmachen. Und dann kann ich ungefähr einschätzen, wie viel ich von den anderen Zutaten brauche. Was wir heute machen werden, ist einen leckeren Spaghetti mit Pilz-Sahnesoße. Also putze ich erstmals meine Pilze, dann machen wir weiter. So, für das Rezept jetzt. Ich habe ungefähr aus den Pilzen 250 Gramm Pilze bekommen. Dafür brauche ich dann eine kleine Zwiebel. Ich habe heute eine weiße Zwiebel genommen, man kann aber genauso gut einen gelben nehmen. Ein Esslöffel gehackte Petersilie, heute aus dem Tiefkühlfach, weil es sehr spontan heute war und ich hatte keinen frischen dabei. Dann eine Becher Sahne, 200 Gramm, 150 Milliliter Weißwein zum Ablöschen, ein bisschen Salz, ein bisschen Milch dazu. Ich könnte eine zweite Becher Sahne dazu nehmen, wäre mir aber zu fettig, deshalb nehme ich Milch und ein bisschen Speisestärke zum Andicken. Und dann zum Anbraten ein bisschen Olivenöl. So, jetzt habe ich reichlich Olivenöl in die Pfanne reingetan. Ich würde sagen ungefähr 3 Esslöffel. Auf Stufe 6 oder 7 gemacht. Mein Herd geht bis 9. Ich habe es auf Stufe 6 tatsächlich jetzt. Und jetzt werde ich die Zwiebeln und die Pilze reintun. Zwiebeln gläsig braten, die Pilze gut durchbraten. Wird schon ungefähr 5 Minuten dauern, vielleicht ein bisschen länger. Und dann mit Weißwein ablöschen. Wie ihr sehen könnt, werden die Pilze immer weniger und weniger. Pilz besteht fast ausschließlich aus Wasser. Das Wasser muss verdampfen. Müssen wir ein bisschen länger kochen, bis wir am Ablöschen. Also, circa 8 Minuten sind vorbei, die Pilze sind gut durchgebraten, die Zwiebel auch. Zeit, um mit dem Wein abzulöschen. Und dann einfach warten, bis den ganzen Wein verdampft hat. Schön aufkochen. Und dann können wir den Rest der Soße machen. Also Freunde, der Wein ist eigentlich komplett verdampft. Jetzt werde ich die Sahne reintun. Vielleicht soll ich ein bisschen besser aufpassen auf die Pfanne, nicht auf die Kamera. Das werde ich vielleicht gleich wegputzen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ein Becher Sahne reicht. Ich könnte 2 Becher nehmen. Mir ist es allerdings ein bisschen zu fettig. Von daher, falls nötig, tue ich ein bisschen Milch rein und Speisestärke. Sahne ist natürlich das Nonplusultra. Schmeckt am besten, aber gesund ist es nicht unbedingt. Salz reintun. Ich werde euch nicht vorgeben, wie viel Salz ihr reintun solltet, in egal welcher Gericht. Es ist wirklich Geschmackssache. Ich werde es einfach ein bisschen salzen. Das reicht erstmal schon. Und man kann natürlich immer nachwürzen. Lieber am Anfang zu wenig Salz als zu viel. Okay, jetzt werde ich die Soße leicht köcheln lassen. Der Herd ist zu warm. Auf Stufe 2. Und für ein paar Minuten. So, ich habe mich entschieden, dass ich ein bisschen mehr Soße haben möchte. Von daher werde ich erstmals die Milch rein tun. Schauen, wie flüssig die Soße wird. Ich glaube, es wird ein bisschen zu flüssig. Von daher werde ich das ein bisschen andicken mit Speisestärke hier. Wie gesagt, ein bisschen mehr Sahne wäre am besten. Mir ist es aber tatsächlich einfach zu fettig. Von daher werde ich
Speisestärke reintun, bis ich die richtige Konsistenz merke. Das schön anrühren, dass es keine Klumpen gibt. Und dann einfach leicht weiter köcheln lassen für 5 Minuten. Dann tue ich die Petersilie rein und die Nudeln natürlich aufkochen. Und dann haben wir ein schönes Gericht. Die Soße köchelt schön. Niedrigste Stufe. Der Nudelwasser ist dabei bereit zu kochen. Petersilie habe ich jetzt rein. Schön anrühren. Ein bisschen köcheln lassen. Und dann bald sind wir soweit. So, die Nudeln kochen, die Soße köchelt. Ich habe ein kleines bisschen mehr Petersilie und ein kleines bisschen mehr Salz reingetan und die Soße ist eigentlich fertig. Und das Allerwichtigste, abschmecken. Nicht einfach, Marcel hat gesagt, so viel von diesen Zutaten rein, sondern es muss euch eigentlich auch schmecken. Schmeckt immer ab, um zu schauen. Passt es oder passt es nicht? Das war im Tagenbau. Ziemlich gut. Das sind Spaghettinis tatsächlich, nicht Spaghetti, also die brauchen nicht so lange zum Kochen, muss ja aufpassen, dass die nicht zu durch sind. Und dann sind wir bereit zum Essen. Oh yeah, that is looking tasty. Also Freunde, sieht ganz lecker aus, schmeckt auch hervorragend, ist auch nicht schwierig zu machen und selbstverständlich müsst ihr nicht im Wald gehen, ihr könnt auch die Pilze aus dem Supermarkt kaufen. Ich finde es einfach schön im Wald, entspannend und wenn ich Pilze dabei finde, umso besser. Spaghetti mit Waldpilz, Sahnesoße und wie ich bei meinem Eishockey-Kanal sage, viel Spaß beim Üben, sage ich euch, viel Spaß beim Kochen und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Kitchen.